Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du mit mir über ein Thema sprichst, das uns allen sehr vertraut ist und das doch so viele Geheimnisse in sich trägt. Und bevor wir beginnen, freue ich mich natürlich, wenn du am Ende ein Like dalässt, dieses Video teilst, meinen Kanal abonnierst und mir in den Kommentaren gerne deine Gedanken dazu schreibst. Lass uns jetzt eintauchen in etwas, das fast jeder von uns seit der Kindheit kennt: ein Glas Milch. Milch, schon das Wort klingt nach Kindheitserinnerungen, nach Wärme, nach Zuhause. Viele von uns sind mit Milch groß geworden, sei es im Kakao, im Müsli oder im Kaffee. Früher wurde sogar in den Schulen, in der Pause, Milch verteilt. Wir haben gelernt, dass Milch gesund sei, dass sie wichtig sei für unsere Knochen und dass wir sie brauchen. Doch was, wenn das alles nur ein Teil der Geschichte ist? Was, wenn Milch nicht der helle Freund ist, für den wir sie gehalten haben, sondern eher ein stiller Begleiter, der uns nach und nach mehr schadet als nutzt? Ich lade dich ein, für einen Moment offen zu sein. Ja, es ist etwas Neues. Sei offen, nicht mit Angst, nicht mit Druck, sondern einfach neugierig und mit Herz. Manchmal, weil wir es anders kennen, können wir eine neue Wahrheit nicht gleich annehmen. Auch das ist völlig okay. Denn die Wahrheit ist oft sanft, wenn man sie mit Liebe betrachtet. Kuhmilch ist ein perfektes Lebensmittel, aber nicht für uns Menschen. Sie ist von der Natur exakt so gemacht, dass ein kleines Kälbchen in kurzer Zeit sehr schnell groß und stark wird. In wenigen Monaten vervielfacht ein Kalb sein Gewicht. Damit das geschieht, enthält Kuhmilch eine enorme Menge an Wachstumsfaktoren und Hormonen. Für ein Kalb ist das großartig. Für uns Menschen bedeutet das jedoch, dass unser Körper in einer Weise stimuliert wird, die nicht immer gesund ist. Diese Wachstumsfaktoren können Zellen anregen, die wir besser nicht anregen sollten, und sie können Prozesse in Gang setzen, die langfristig zu Problemen führen. Eine dieser Folgen kann später die Osteoporose sein. Es klingt fast paradox. Ausgerechnet Milch, die uns angeblich starke Knochen schenken soll, kann das Gegenteil bewirken. Der hohe Eiweißgehalt der Milch führt dazu, dass unser Körper Calcium wieder ausscheidet. So entsteht eine Bilanz, die nicht zugunsten unserer Knochen ausfällt, sondern sie eher schwächt. Es ist ein bisschen wie bei einem Konto. Du glaubst, du zahlst ein, doch in Wahrheit gehen immer wieder heimlich Beträge ab. Und dann gibt es die Laktose, den Milchzucker. Ein großer Teil der Menschheit kann diesen Zucker gar nicht richtig verdauen. Unser Verdauungstrakt ist dafür nicht ausgelegt. Viele Menschen in Asien, Afrika oder auch in Teilen Europas vertragen Milch schlicht nicht. Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall, das alles sind Hinweise unseres Körpers, dass etwas nicht passt. Aber oft nehmen wir das gar nicht so ernst, weil wir uns an ein Völlegefühl oder kleine Beschwerden schon gewöhnt haben. Unser Körper aber spricht sehr deutlich: Das gehört nicht zu mir, ich will es nicht. Doch leider wird das oft übergangen und im schlimmsten Falle werden vom Arzt noch chemische Mittelchen verteilt, die dem Körper helfen sollen, die Milch, die er abstößt, zu vertragen. Paradoxer geht es kaum. Lass uns an dieser Stelle kurz innehalten. Stell dir ein kleines Kälbchen vor, das bei seiner Mutter Milch trinkt. Es saugt an einem Euter, das genau für seine Bedürfnisse geschaffen ist. Kein anderes Lebewesen auf dieser Erde trinkt die Milch einer anderen Spezies. Nur wir Menschen, und wir sind die einzigen, die Milch auch noch im Erwachsenenalter trinken. Wenn man das einmal mit Abstand betrachtet, wirkt es fast ein wenig seltsam, oder? Unsere Kultur hat uns gelehrt, dass Milch dazugehört. Die Werbung zeigt glückliche Kühe auf grünen Wiesen und fröhliche Familien, die Milch trinken. Doch die Wahrheit ist oft eine andere. In der industriellen Verarbeitung wird Milch stark erhitzt, homogenisiert und verändert. Viele wertvolle Stoffe, die anfangs noch da waren, gehen verloren, während Rückstände von Medikamenten oder Hormonen, die den Kühen verabreicht werden, zurückbleiben. Das, was am Ende im Glas landet, ist sehr weit entfernt von der ursprünglichen, frischen Milch, die ein Kalb direkt von seiner Mutter bekommt. Und die gesundheitlichen Folgen sind wirklich nicht zu unterschätzen. Immer mehr Studien zeigen Zusammenhänge zwischen Milchkonsum und chronischen Krankheiten. Wachstumsfaktoren können Prozesse anregen, die langfristig gefährlich sind. Laktose führt zu Unverträglichkeiten, die oft unentdeckt bleiben. Der Mineralstoffhaushalt verschiebt sich so, dass unsere Knochen langfristig schwächer statt stärker werden.
Es geht nicht darum, dir etwas wegzunehmen oder dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Es geht vielmehr darum, dich zu inspirieren, neue Wege auszuprobieren. Denn die gute Nachricht ist, wir haben heute so viele wunderbare Alternativen. Pflanzliche Milchsorten sind nicht nur lecker, sondern oft auch viel besser verträglich. Hafermilch, Mandelmilch, Sojamilch, Kokosmilch, Reismilch, sie alle bringen ihre verschiedenen, eigene Aromen mit und können fast überall eingesetzt werden. Im Kaffee, im Müsli, beim Backen oder Kochen. Es ist wie eine Schatztruhe voller neuer, gesünderer Möglichkeiten. Und vielleicht spürst du schon beim Probieren, dass dein Körper dankbar reagiert. Spätestens aber nach etwa 3 Wochen wirst du eine massive Veränderung im Körper spüren. Dein Bauch fühlt sich leichter an, dein Energielevel stabiler, deine Haut klarer. Zudem verschleimt der Körper mit Milch und Milchprodukten. Das baut sich dann auch schnell wieder ab, wenn man eine Weile die Milch weglässt. Viele Menschen berichten davon, dass sich ihre Beschwerden bessern, sobald sie Milchprodukte weglassen. Natürlich bedeutet das nicht, dass alles sofort perfekt wird. Aber es öffnet eine Tür zu einem neuen Lebensgefühl. Und genau darum geht es. Nicht um Verzicht, sondern um Wahlfreiheit. Wenn wir uns bewusst machen, dass Milch für Kälbchen bestimmt ist und nicht für uns, können wir anfangen, uns liebevoller und passender zu ernähren. Und jetzt kommt noch eine sehr traurige und erschütternde Wahrheit über die Milch und den Milchkonsum. Stell dir für einen Moment vor, du bist gerade Mutter oder Vater geworden. Du hältst dein Kind zum ersten Mal in den Armen, du spürst seine Wärme, sein Zittern, seinen Atem. Dieses Band ist so stark, dass es unzerbrechlich wirkt. Und dann, im nächsten Augenblick, kommt jemand, nimmt dir dein Kind weg und trägt es davon. Du hörst es schreien, du rufst es auch, aber du kannst nichts tun, bist eingesperrt und festgebunden. Du wirst zurückgelassen, voller Verzweiflung, was mit deinem Kind passiert. Genau das passiert Kühen jeden Tag in der Milchindustrie. Sobald ein Kalb geboren wird, wird es der Mutter weggenommen. Nicht nach Wochen oder Tagen, sondern meist innerhalb der ersten paar Stunden. Die Kälber schreien verzweifelt nach ihren Müttern, und die Kühe rufen voller Schmerz nach ihren Kindern. Dieser Kummer hält tagelang an. Die Tiere laufen unruhig im Kreis, brüllen, suchen, weinen. Sie verstehen nicht, warum ihnen ihr Kind genommen wurde. Oft hören sie ihr Kind in der Ferne nach ihnen rufen und sie können nicht hin. All das geschieht nur, damit wir Menschen ihre Milch trinken können. Eine Milch, die die Natur ausschließlich für das Kalb bestimmt hat. Damit es wachsen und stark werden kann. Doch anstatt dieses Tierkind zu nähren, füllen wir unsere Gläser. Und die Kälber sind in Einzelställen und bekommen derweil minderwertige Ersatznahrung. Wenn wir ehrlich sind, ist dieses Leid kaum auszuhalten. Es ist so, als würde man uns Menschen direkt nach der Geburt unser Baby wegnehmen. Mutter und Kind würden schreien, würden sich nach Nähe sehnen, und doch bliebe nur Leere zurück. Genau diesen Schmerz erleben Kühe, immer und immer wieder, jedes Mal, wenn sie ein Kalb zur Welt bringen. Es ist wichtig, dass wir das nicht wegschieben. Dieses Leid ist real, täglich, fühlbar, tief. Und je mehr du dir bewusst machst, dass hinter jedem Schluck Milch eine Geschichte von Trennung, von Trauer und von gebrochenem Muttersein steckt, desto klarer wird dir sicherlich, dass du eine Wahl hast. Eine Wahl, ob du dieses Leid weiterhin unterstützen oder ob du neue Wege gehen möchtest. Und gleichzeitig schenken wir den Kühen ein Stück mehr Würde, denn jede Milch, die wir nicht trinken, bedeutet weniger Druck für Mutterkühe und ihre Kälber. Es ist spannend zu beobachten, wie sehr sich unser Blick auf ein Lebensmittel verändern kann, wenn wir einmal hinter die Fassade schauen. Milch ist nicht das weiße Wunder, als dass sie uns verkauft wurde. Milch ist ein schlauer Trick der Natur, aber ein Trick, der für eine ganz andere Spezies gedacht ist. Ich lade dich ein, lass probehalber Milch und Milchprodukte mal für ein paar Wochen weg und beobachte, was passiert. Vielleicht wirst du überrascht sein. Dein Körper spricht mit dir, und manchmal braucht er nur die Chance, sich ohne Belastung zu zeigen. Wenn du dir nun ein Glas Milch vorstellst, dann denke nicht an Verzicht, sondern daran, dass du dir selbst etwas Gutes tust, wenn du eine Alternative wählst. Du erlaubst deinem Körper, in seiner eigenen Balance zu leben. Und wenn du das nächste Mal an die Werbung mit glücklichen Kühen denkst, dann erinnere dich daran, dass echte Freude und echte Gesundheit nicht aus einem Tetrapack kommen. Danke, dass du dir diese Zeit bis hierhin genommen hast. Ich hoffe,
ich konnte dir Impulse schenken, die dich begleiten. Wenn du Lust hast, teile deine Gedanken in den Kommentaren. Vergiss nicht, ein Like dazulassen, dieses Video zu teilen und meinen Kanal zu abonnieren. Danke dafür. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Pass gut auf dich auf.